Herzlich willkommen zu unserem neuen Video aus Spanien. Diese Woche fahren wir mit der Fähre zurück von Afrika nach Europa. Wir machen Puschel zur Backstube. Und wir entdecken einige sehr schöne, abgelegene Plätze ganz für uns alleine. All das und noch viel mehr gibt's nach dem Intro. Bleibt dran! Wir sind Petra und Christoph aus Hamburg. Ein Jahr verbringen wir auf kleinstem Raum mit größtmöglicher Freiheit in unserem Pössl-Kastenwagen. Unser Weg führt uns über den Balkan, durch den Kaukasus und die zentralasiatischen Staaten entlang der Seidenstraße. Auf dieser Midlife-Reise füllen wir weiße Flecken auf unserer persönlichen Landkarte. Filling White Spots eben. Wir sind soeben wieder in die EU eingereist, sind jetzt schon in Spanien, zwar noch auf dem afrikanischen Kontinent, aber haben Ceuta eben gerade erreicht. Der Grenzübergang war okay. Wir sind an der marokkanischen Grenze sehr genau untersucht worden mit Drogenhund und allem Pipapo, aber alles sehr freundlich und ging auch relativ entspannt, würde ich sagen. Wir haben uns für die Hin- und Rückreise für Ceuta entschieden, weil wir gelesen hatten, dass der Grenzübergang ein bisschen kleiner ist als Tanga. Kleiner und gemütlicher fanden wir irgendwie ganz gut. Und wir würden es auch jederzeit wieder so machen, weil der Vorteil einfach ist, dass wir heute jetzt schon in der EU sind und morgen auf dem Schiff den ganzen Zampel nicht mehr machen müssen. Und der Grenzübergang ist beschaulich. Also ja, die gucken schon hin, aber es ist ein kleiner Grenzübergang und wir fanden es cool. Würden wir wieder so machen. Sehr zu empfehlen. Wir machen uns früh auf den Weg in den Hafen mit ein bisschen Wehmut. Da wir relativ lange warten müssen, bis wir auf die Fähre fahren können, kochen wir uns noch einen Tee. Als der gerade fertig ist, geht es natürlich weiter und wir rollen auf die Fähre. Also nehmen wir unsere Becher einfach mit an Bord. Ja, wir melden uns kurz von der Fähre. Wir sind relativ früh aufgestanden und waren wie vorgeschrieben, ich glaube, knapp 2 Stunden vor Abfahrt am Terminal. Und das Coole war, dass wir dadurch sogar noch eine Fähre eher bekommen haben und somit noch eine Stunde für den Tag gewonnen haben. Jetzt laufen wir gleich in Algeciras ein und dann werden wir uns erstmal darum kümmern, unseren Gastank zu füllen. Und wenn wir noch eine Waschmaschine finden und einen Wasserhahn, dann sind wir auch nicht böse. Und wir wollen uns noch von Orange eine Prepaid-Card zulegen. Wir haben gehört, es gibt 100 Gigabyte für 20 €. Das nehmen wir noch mit und sparen unsere eigenen Daten ein bisschen auf. An Deck genießen wir noch ein bisschen die afrikanische Sonne. Oder ist es schon die europäische? Der plötzlich auftauchende Containerfrachter scheint uns eine Message mit auf den Weg zu geben. Wie gerne würden wir ihm folgen, aber für uns geht es in den Norden.
Nachdem wir die Internetkarte gekauft und das Gas aufgefüllt haben, geht es ins Hinterland Andalusiens. Erster Stopp, Castellar de la Frontera. Hier verbringen wir eine ruhige Nacht auf dem kostenlosen Stellplatz der Gemeinde. Wir lassen ein paar Euros im Café und unser Abwasser im Gully. In Los Angeles passiert es. Ich berühre ein anderes Fahrzeug beim Rückwärts-Einparken. Kleiner Schaden mit entspannter Abwicklung, denn die Besitzerin führt eine Versicherungsagentur und ist sehr geübt im Ausfüllen eines Schadensberichts. Nach kurzer Rücksprache mit unserer Versicherung unterschreiben wir und es kann weitergehen. Wir haben gerade Wasser geladen an der Landstraße und bei Google Maps hier diesen Friedhof entdeckt, haben uns gedacht, wir stellen uns hier mal ganz entspannt hin und duschen hier. Und das hat keine 2 Minuten gedauert, dann kam ein Mitarbeiter hier von dem Friedhof, aber nicht um uns zu verscheuchen, sondern der war super nett und fragte gleich, hey, wollt ihr Wasser und kommt mit auf den Friedhof, ich zeige euch, wo ihr Wasser holen könnt. Nun hatten wir ja gerade Wasser geholt, aber es ist natürlich ganz cool, weil wir dann nach dem Duschen gleich wieder unseren Wassertank füllen können. Ja, der war super, super nett und meinte, wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier auch stehen. Es ist hier nachts totenstill. Pueden dormir aquí. De noche hay un silencio de muertos. Wir werden jetzt gleich weiterfahren, aber ich werde uns jetzt erstmal den Wassertank wieder füllen. So richtig schnell kommen wir nicht voran, da wir immer wieder Stops einlegen. Macht nichts. Die atemberaubende Landschaft und die Ausblicke sind einfach zu schön, um sie links oder rechts liegen zu lassen. Wieder finden wir einen schönen Stellplatz, den wir ab Sonnenuntergang ganz für uns alleine haben. Und fließend kalt Wasser haben wir auch direkt vor der Haustür. Wir haben 2 marokkanische Bananen in der Schublade vergessen. Was meinen jetzt damit? Wie gut, dass wir Weihnachten von Omnia einen Campingofen geschenkt bekommen haben. Die Bananen sind im idealen Zustand für ein veganes, glutenfreies Bananenbrot. Man nehme Zimt, Mehl, Kakao, Milch, Salz, Öl und Essig, Backpulver und keinen Zucker. Alle trockenen Zutaten per Hand verrühren. Die flüssigen im Mixer. Danach alles vermengen, in die Form geben, glatt streichen und backen. Oh, wie lecker! Wir machen Mittagspause in Espejo, was auf Deutsch Spiegel heißt. Für die Nacht fahren wir aber noch ein Stück weiter.
Wir haben unser heutiges Tagesziel erreicht. Wir sind immer noch in Andalusien unterwegs, obwohl, wenn man sich die Temperaturen jetzt so anschaut, man das nicht unbedingt glauben würde. Es ist jetzt, glaube ich, so um 10 Grad. Es geht ein recht heftiger Wind. Das Örtchen, was wir hier entdeckt haben, heißt Assuel. Und wir stehen hier auf einem super schönen Platz über der Stadt mit Blick über die Olivenhaine. Morgen geht es dann weiter hier über die Grenze, also über die spanische Grenze sozusagen in die Nachbarregion Kastilien-La Mancha. Ja, und dann fahren wir einfach über Landstraßen weiter Richtung Nordosten, immer Richtung französische Grenze. Nach endlosen Sightseeing-Trips genießen wir es sehr, uns einfach treiben zu lassen und dabei die Landschaft, Ortschaften und die Natur zu bestaunen. Schließlich landen wir in Almagro und schlafen an der Stierkampfarena, obwohl uns ein solcher Ort eher nicht zur Ruhe kommen lässt. Der Platz drumherum ist dennoch schön und Don Quixote und Rocinante sind auch schon da. Das war unsere Woche in Spanien. Wir hoffen, das hat euch so viel Spaß gemacht wie uns. Wenn dem so ist, dann schreibt gerne in die Kommentare, liked uns oder abonniert uns, drückt auf die Glocke, damit wir uns nächsten Sonntag wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.